Hass im Netz ist zu einer echten Gefahr geworden. Schon lange erhalten Influencer, Politiker, Journalisten, sogar Ärzte und einfach ganz alltägliche Menschen Drohungen, Anfeindungen bis hin zu konkreten Gewaltfantasien. Ihr könnt euch vielleicht auch an ein paar Male erinnern, wo ich über gewisse Verbrennungswünsche mir gegenüber informiert wurde und das mit euch geteilt habe. Vor kurzem hat die Ärztin Dr. Lisa Maria Kellermeier Suizid begangen, wegen Gewaltdrohungen in einem anders extremen Ausmaß. Die 36-Jährige aus Oberösterreich twitterte seit Beginn der Pandemie über ihren Beruf als Allgemeinmedizinerin und sprach sich auch offen für Impfungen aus. Als sie die Drohbriefe und Morddrohungsmails der Polizei zeigt, fragten diese, ob sie das denn tun muss, also Erkenntnisse von der Arbeit auf Twitter teilen. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen anderer Leute, die Hass im Netz ausgesetzt sind. Musst du denn wirklich soziale Medien nutzen? Stellen wir doch mal eine ganz andere Frage dazu. Sollte man sich das Recht auf freie Meinungsäußerung verbieten lassen, weil die Polizei mancherorts nicht ermitteln möchte oder nicht weiß, wie das geht? Immerhin geht es hier um ein Grundrecht. Also, sollte man sich in der Meinungsfreiheit einschränken lassen, weil es manchen anderen nicht gefällt? Sie twittert also weiter, erhält mehr Drohungen, vor allem auch ihre Mitarbeiter und die Praxis betreffend, und sie beschäftigt auf eigene Kosten Sicherheitspersonal, um für den Schutz ihrer Angestellten sorgen zu können. Als grober Richtwert, es wurden 6-stellige Beträge genannt. Die Polizei gewährt ihr Polizeischutz, das heißt, es fährt gelegentlich ungefähr einmal am Tag eine Streife vorbei. Aber auch die Polizei kann nicht die ganze Zeit vor Ort sein, nur auf Verdacht, klar. Der Sicherheitsdienst findet mehrere Male ein Messer bei vermeintlichen Patienten. Trotzdem muss sie sich weiter vorwerfen lassen, sie wolle sich nur wichtig machen. Die Polizei sagt zudem, der Täter sei nicht ermittelbar. Jedoch war es einer Hackerin, Nella, gelungen, mit OSINT, also Open Source Intelligence, den Täter komplett zu identifizieren. Ich habe mit ihr geschrieben und gesprochen und sie meinte, manche Täter verstecken sich ganz gut. Pseudonyme Accounts, kein privates Foto und noch die ganzen anderen Dinge, die ihr auch von meinen anderen Videos kennt. Es ist ja aber trotzdem gelungen, anhand der Accounts, die zum Drohen genutzt werden, der Mailadresse und szenenbekannten Accounts Verknüpfungen herzustellen. Selbst der Name, den der Täter genutzt hat, er nannte sich Klaas, gab Informationen darüber preis, wer sich eigentlich dahinter verbarg. Dann muss man auch bedenken, dass wir hier 2 Täter haben. Ein Täter hat mit Klarnamen agiert. Einer der Täter war aus Deutschland. Somit sagte die Polizei Österreichs, sie sei überhaupt nicht zuständig. Die Ermittlungen wurden im Juni 2022 eingestellt. Am 29. Juni hat sie sich in ihrer Praxis das Leben genommen und 3 Abschiedsbriefe hinterlassen. Einen Dankesbrief an ihre Mitarbeiter, einen Brief an die Polizei und einen an die Ärztekammer. Darin schreibt sie, wie alleine gelassen sie sich gefühlt hatte. Kurz darauf erklärt Anonymous der Querdenkenbewegung und noch weiteren den Krieg. Und ich möchte heute gleich mehrfach meine Reichweite für etwas Gutes versuchen zu nutzen. Es soll um Hass im Netz gehen, um digitale Kompetenz, die offenbar dringend aufgebaut werden muss, und es geht um offensives Hacking, um anderen zu schaden. Fangen wir gleich an. Was läuft eigentlich bei Menschen, die übers Internet Androhungen von körperlicher Gewalt, zum Beispiel Morddrohungen, Vergewaltigungsaufrufe und Fantasien senden und sogar auf psychische Gewalt durch zum Beispiel Stalking zurückgreifen? Was läuft bei denen eigentlich schief? Diese Frage wurde mir schon häufiger gestellt. Interessanterweise lässt sie sich nicht vollständig beantworten. Ich habe aber ein extra Video zu Filterbubbles gemacht. Social Media, YouTube, Facebook, Instagram füttern euch über deren Algorithmen mit genau der Meinung und der Emotion, die ihr hören wollt, beziehungsweise die euch emotional am meisten triggert und an das System oder die App bindet und verstärkt diese. Wofür? Naja, um Werbung zu verkaufen. Die werden ja oft Tech-Companies genannt, aber faktisch sind es Werbeverkäufer, mehr nicht. Sie machen es nur hochtechnisch, eure Psyche zu manipulieren. An fremde Meinungen sind wir dadurch aber kaum mehr gewöhnt. Wenn heutzutage jemand anders, zum Beispiel Freunde im Real Life, sagen, dass man ein echt kaputtes Weltbild hat, ist die Reaktion meist Unverständnis. Man distanziert sich von genau diesen Menschen und umgibt sich mit Menschen im Internet, die exakt dieselbe Meinung haben. Nachrichten, die die eigene Meinung bestärken und Posts, die das ebenfalls tun.
Selten krachen Weltbilder noch in wirklich konstruktiven Gesprächen aufeinander. Bestärkt wird das von den Algorithmen von YouTube und allen anderen Plattformen natürlich auch. Es wird nur das angezeigt, was man ohnehin glaubt oder was emotional triggert. Äußert sich nun eine Person massiv anders, wird das teilweise als Angriff gegen den Zuschauer selbst gewertet. Man fühlt sich persönlich betrogen vom Algorithmus oder dem Influencer selbst. So bestärken sich Bubbles selbst, bis dann mehrere aneinanderkrachen, und das ist dann häufig Twitter. Und nein, ich sage nicht, dass Twitter ein guter Ort für Diskussion ist, im Gegenteil. Zwar wird man durch die Trends mit anderen Bubbles konfrontiert, die Kürze der Tweets lässt aber meist kaum mehr als ein Aufschrei zu, der nicht als konstruktive Diskussion verstanden werden kann. Für mich ist Twitter mehr ein Newsfeed und das Teilen von Artikeln und Bildern geworden, aber bei weitem keine Diskussionsplattform, schon gar keine konstruktive. Andere Social-Media-Seiten kommen aber gar nicht erst so weit. Dennoch kann sich dann hier die vollkommen aufgeheizte Stimmung entladen und dafür sorgen, dass einzelne Personengruppen gegen einen gemeinsam gewählten Feind loswüten. So ist das vermutlich auch Frau Dr. Kellermeier und vielen weiteren öffentlichen Personen passiert. Doch hier schon zeigt sich eine Asymmetrie. Personen des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise Influencer, oder aber Personen mit öffentlichen Arbeitsstellen werden per Gesetz oder einfach aus beruflichen Gründen gezwungen, mehr preiszugeben als anonyme Hater. Potenziell könnten diese Hater Bots sein, es könnte eine komplett anonyme Gruppierung sein, es kann eigentlich jeder sein. Eventuell auch der, dem ihr gerade vorhin auf der Straße begegnet seid. Frau Kellermeier arbeitet an einem ganz konkreten öffentlich einsehbaren Ort dagegen, ihrer Praxis. Dadurch ist sie angreifbarer. Andere Influencer mit einer gewissen Reichweite oder Unternehmen werden nach der Impressumspflicht oder aber dem Handelsregister bzw. dem Transparenzregister verpflichtet, ihre private Adresse zu veröffentlichen. Ich übrigens auch. Ich habe dazu mehrere Anwälte und sogar das Amt selbst kontaktiert. Ihre Aussage? Zitat: Das Interesse der Öffentlichkeit wiegt mehr als das Interesse der einzelnen Person. Nur, was man mit so einer Asymmetrie anrichten kann, zeigt sich eindrücklich am Beispiel von Frau Kellermeier. Hater können vorbeikommen, sie persönlich einschüchtern, übers Internet bedrohen oder auch einfach subtil Hinweise vor Ort dalassen, dass sie einfach da waren. Der Betroffene sieht sich einer anonymen Bedrohung gegenüber. Dem Hater selbst droht selten Gefahr. Das ist Psychologie. Anna Wegscheider ist Juristin von Hate Aid. Hate Aid ist eine gemeinnützige GmbH, die Opfern von Hass im Netz Unterstützung bietet. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Also Betroffene schildern, dass sie eben diese Wand an Attacken, an anonymen Aggressionen miterleben. Gerade bei Shitstorms, aber halt auch, wenn sie unzählige Privatnachrichten bekommen. Und das, was übrig bleibt, ist, ich werde nur attackiert, ich werde nur angegriffen. Und dadurch entsteht eben so ein Gefühl bei Betroffenen, total alleine zu sein mit der Situation, eben auch unverstanden. Im schlimmsten Fall dann auch noch, wenn zum Beispiel im Umkreis vielleicht die Situation nicht ernst nimmt. Wenn ich versuche, etwas anzuzeigen und die Polizei mich nicht ernst nimmt, auch das wird dann natürlich dadurch noch verstärkt. Das heißt, da sehen wir eben so diese Asymmetrie. Und diese Asymmetrie stimmt ja auch nicht immer. Also wir wissen ja auch aus Erhebungen, dass ja ganz oft auf der anderen Seite dann gar nicht so viele Personen stehen, sondern vielleicht stehen da 10 Personen, die aber jeweils 10 Accounts haben. Ne? Allein dadurch wird ja schon eine Asymmetrie einfach auch aufgebaut, die vielleicht auch gar nicht so stimmt. Aber sie wird sehr subjektiv wahrgenommen und sehr präsent wahrgenommen, dass es eben diese Wand oder diese Welle an Hass gibt. Und das führt tatsächlich dazu, dass diese Gewalterfahrung noch mal krasser ist. Dass man sich noch mal einsamer fühlt und noch mal abgekapselt, weil man eben so viel Hass bekommt, aber im Vergleich sehr wenig oder viel weniger Unterstützung. Und wie äußert sich das dann bei den Betroffenen? Also sie fühlen sich sehr alleine gelassen. Was sind häufige Gegenreaktionen, die man da vielleicht feststellt? Also es ist eben ganz, ganz unterschiedlich und es kommt natürlich auch auf die betroffene Person darauf an. Was wir sehen und was Betroffene uns immer wieder schildern, ist, dass es natürlich psychische Auswirkungen hat, aber auch physische Auswirkungen haben kann. Also, und das kann von bis reichen.
Das heißt, wir haben das Problem, Betroffene schildern davon, dass sie zum Beispiel nicht mehr schlafen können, dass sie Angststörungen haben, dass sie sehr viel oder dass sie auch das Gefühl haben, sie werden beobachtet, sie werden verfolgt, gerade dann, wenn zum Beispiel private Daten veröffentlicht werden. Ne? Dann entsteht so ein Gefühl davon, permanent beobachtet werden zu können, ne? dass mir das passieren kann. Und dann haben wir eben auch physische Auswirkungen, also dass Personen wirklich nicht mehr schlafen können, depressive Zustände, wirklich auch Angstzustände, und das kann natürlich bis zu dem Punkt kommen, dass Personen auch Suizidgedanken haben oder im schlimmsten Fall dann eben auch einen Suizid begehen. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Ja. Okay, wie sieht's mit der tatsächlichen Gefahr für physische Gewalt aus? Also besteht da häufiger ein Zusammenhang oder ist das meistens eher, dass es im Netz bleibt, was im Netz ist? Also tatsächlich würden wir mittlerweile sagen, so diese Trennung zwischen analoger und digitaler Gewalt ist eigentlich so ein bisschen hinfällig, weil die meisten einfach schon Hybridformen haben. Entweder weil sie eben in die Psyche wirklich überschwappen von Betroffenen oder weil es halt wirklich ins analoge Leben überschwappt. Also gerade in Doxing-Fällen sehen wir das. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel private Daten veröffentlicht werden, wie zum Beispiel die Privatadresse, dann kann es in der Folge ja zu Übergriffen kommen. Also das klassische Beispiel, die Privatadresse wird veröffentlicht und vielleicht darunter kommentiert, na, da könnte man ja mal vorbeischauen. Da haben wir schon Fälle gehabt, wo dann wirklich vorbeigeschaut worden ist oder wo zumindest das Gefühl entsteht, dass vorbeigeschaut wird. Also da sehen wir, dass das eben sehr, sehr stark auch in einen anderen Bereich überschwappt. Ähnlich sehen wir das auch bei Stalking-Fällen. Also bei Stalking-Fällen zum Beispiel haben wir eigentlich nur Hybridformen. Es gibt fast keine Stalking-Fälle mehr, die allein analog stattfinden. Wie oft das der Fall ist, dazu gibt es keine Erhebungen, aber wir sehen schon, dass man eigentlich diese Trennung in dem Sinn nicht mehr wirklich durchführt. Hebt man übrigens diese Asymmetrie auf, hört auch meistens der Hass, zumindest durch diese Person, auf. Das hat Nella mehrfach gezeigt. Sie hat mehrere Tweets geteilt, in der sie einen Chatverlauf zeigt, wo sie ihre Hater genau mit dieser Tatsache konfrontiert, dass sie weiß, wo sie eigentlich wohnen. Der Hater wird also seiner Anonymität beraubt, bloßgestellt und muss nun plötzlich sehr reale Konsequenzen fürchten. Dazu, für diese Konsequenzen, habe ich euch euren Lieblingsanwalt mitgebracht, der sich da gut auskennt. Welche Strafen sieht das Gesetz für Hasspostings wie die gegen Frau Kellermeier vor? Naja, die Strafen, die können nach deutschem Recht von einer Geldstrafe bis zu 5 Jahren Haft reichen. Mögliche Delikte sind hier Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung, üble Nachrede und zum Beispiel Volksverhetzung. Und der tatsächliche Strafrahmen, der hängt immer von der Schwere der Tat, möglichen Vorstrafen und auch der Einsichtsfähigkeit des Täters ab. Außerdem guckt man sich auch noch die Folgen der Tat an und ein paar weitere Faktoren. Das heißt, in jedem Einzelfall wird eine Abwägung vom Gericht vorgenommen und die ist eben abhängig von Tat und Täter. Auch manchmal schaut man sich soziale, familiäre Umstände an und die können dann in der Strafzumessung durch das Gericht entsprechend berücksichtigt werden. Nun liegen offenbar mehrere Lösungen auf der Hand. Man kann die Anonymität der Personen des öffentlichen Lebens wiederherstellen. So können diese zumindest einen Ort des Rückzugs genießen, in dem sie sich von Zeit zu Zeit aus dem Internet zurückziehen können. Leider reicht das nicht. Ich habe mit Influencern gesprochen, deren Namen soll ich hier aber nicht nennen, aber sie sind wirklich bekannt und ihr kennt, so meine starke Vermutung, mindestens einen von den vieren. So hat wohl ein Mitarbeiter einer Firma, die ich hier auch nicht nennen will, gezielt nach ihren Namen gesucht und diese dann an den wütenden Mob weitergeleitet. Die Mitarbeiter wurde zwar gekündigt, aber auch das ist etwas, das wir schon häufiger bei Hackergruppen feststellen konnten. Es werden Helfer, also Mittäter der Hackergruppen, bei den Firmen selbst rekrutiert oder sogar eingeschleust. Lockbit zum Beispiel macht das. Firmen zwingen aber jede Person, Adressen anzugeben und das aus gutem Recht. Ein Identitätsdiebstahl kann verheerende Folgen haben. Allen Mitarbeitern Zugriff auf die Daten zu verwehren, kommt auch nicht in Frage. Spätestens Amazon-Mitarbeiter, die Pakete zum Beispiel für euch fertig machen, brauchen diese Adresse. Anmerkung an der Stelle, das Unternehmen, von dem oben die Rede war nicht Amazon. Sichere Anonymität also wiederherzustellen, ist also nur schwer möglich bis komplett unmöglich. Die Asymmetrie lässt sich aber auch natürlich anders brechen, zum Beispiel durch eine Klarnamenpflicht im Netz. Und wer jetzt meine Kanäle schon länger verfolgt, weiß, dass das schon häufiger durch die Politik versucht wurde.
Ich wettere jedes Mal allerdings dagegen, denn ein anonymer Austausch von Personen ist sehr, sehr wertvoll. Ein Beispiel, das euch allen ein Begriff sein dürfte, sind natürlich die Journalisten, die anonym mit Whistleblowern arbeiten müssen. Es ist aber auch ein Schutz vor beispielsweise einem rachsüchtigen Ex-Mann, der mit allen Mitteln seine Ex-Frau stalkt. Und auch ich als Influencer kann mir so ein privates Konto aufmachen, um Dinge mit Familie oder Freunden zu teilen. Kommt ein solches Gesetz, habe ich plötzlich dazu gar keine Möglichkeit mehr. Es gibt noch einige andere Gründe, aber das soll hier mal exemplarisch reichen, denke ich. Denn das Hassproblem beschränkt sich ja nicht nur auf Twitter oder Kommentarsektionen, sondern breitet sich auf Mailadressen oder sogar den Messenger aus, die von Journalisten und Informanten übrigens auch benutzt werden. Stellt euch vor, ein anonymer Signal-Account schreibt mit dem eines Journalisten. Spannend kann man jetzt aber wenig rauslesen. Stellt euch jetzt vor, es gäbe eine Klarnamenpflicht bei Signal. Edward Snowden schreibt mit einem Journalisten. Da ist dann plötzlich ganz schnell eine Hausdurchsuchung unterwegs, und zwar bei beiden. Eher mäßig gut also, diese Idee, dort Namen verpflichtend zu machen. Und belässt man es bei Social Media, so kommt der Hass dann eben nicht per Twitter, sondern via Mail oder überträgt sich in den nicht digitalen Raum. Wir erinnern uns an die Asymmetrie und die dadurch herrschende Bedrohung. Setzt man aber noch früher an, bei den Bubbles auf Social Media, kommt man unter Umständen tatsächlich sogar an die Wurzel des Problems heran. Das ganze Internet ist mittlerweile personalisiert. Zeit, das wieder abzuschaffen? Auch das gestaltet sich sehr, sehr schwierig, denn TikTok beispielsweise ist vollständig darauf angewiesen, euch eure Lieblingsvideos zu zeigen, bevor ihr wusstet, dass sie eure Lieblingsvideos waren. Eine Abo-Box verpflichtend einzuführen, würde zwar funktionieren, die hat YouTube aber auch und dort sehen mittlerweile über 70% nur Videos aus Empfehlungen. Eine Abo-Box auf TikTok und Co. wäre also eine Option, die eigentlich niemand nutzen würde. Und Empfehlungsalgorithmen zu verbieten, ich schätze nicht, dass das funktionieren würde, denn damit würde man einigen der größten Firmen ihre Existenzgrundlage nehmen. Was also tun? Hier ein Kapitel für Betroffene. Ihr seid weder alleine noch hilflos. Ihr habt es verdient, ernst genommen zu werden, gerade von Politik, Strafverfolgung und den Plattformen. Deshalb hier einige Anlaufstellen, die natürlich auch alle verlinkt sind. Erstmal ist es absolut legitim, Accounts auf Social Media zu blocken oder zu bannen. Wer sich nicht benehmen kann, hat gerne das Recht, seinen eigenen Kanal aufzumachen, aber in eurer Kommentarspalte oder eurem Thread oder euren DMs muss das definitiv nicht sein. Speziell Twitter gestaltet sich aber etwas schwieriger, weswegen ihr auch zu Apps wie Blockparty greifen könnt. Deren Blocklisten sind sehr kompetent. Natürlich bleibt aber die Gefahr des Overblockings. Da ihr aber nur euren eigenen Feed bereinigt, hindert das natürlich niemanden daran, sich insgesamt zu äußern. Meinungsfreiheiten werden so also nicht beschränkt. Ihr gebt so nur zu verstehen, dass ihr eben mit dieser Person nicht reden wollt. Seid aber bitte vorsichtig, dass ihr euch nicht in eurer Filterbubble einblockt und alles andere rauswerft, was nicht dazugehört. Dazu aber nachher vielleicht nochmal ganz kurz mehr. Benachrichtigungen an eurem Handy lassen sich übrigens ebenfalls entweder dauerhaft für eine App stumm schalten oder aber zum Beispiel mit dem Bitte-nicht-stören-Modus, wo ich großer Fan von geworden bin. Das hilft, wenn man einfach mal eine Weile Abstand will. Ich habe euch allerdings noch jemanden mitgebracht. Was kann man als Betroffener tun, wenn man dann zum Beispiel zur Polizei geht und dort nicht ernst genommen wird? Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, die Polizei nimmt mich nicht ernst und ich höre solche Sätze wie, was wir leider schon mitbekommen haben, so, naja, warum äußern Sie sich denn im Internet auch so oder melden Sie sich halt von den Plattformen ab oder machen Sie den Laptop zu, ne? Also so in die Richtung. Die Polizei ist grundsätzlich verpflichtet dazu, die Strafanzeige aufzunehmen. Eine kleine Ausnahme gibt es, wenn es offensichtlich ist, dass keine Straftat vorliegt. Ansonsten muss die Polizei diese Anzeige aufnehmen und sie muss auch ermitteln. Wenn sie das nicht tun sollten, dann kann ich darauf bestehen und mich im Zweifel auch beschweren. Ich muss mich dann eben bei einer anderen Stelle im Idealfall beschweren, aber das kann ich tun. Und was wir jetzt auch gesehen haben, ist, dass das ja auch Konsequenzen hat. Viele haben wahrscheinlich mitbekommen, auch das Experiment vom ZDF-Magazin Royal. Gerade da haben wir gesehen, wenn die Strafverfolgungsbehörden nicht agieren, kann es auch zu Ermittlungen gegen PolizistInnen führen, weil sie das nicht dürften. Okay, das heißt einfach auf jeden Fall dranbleiben und im Zweifelsfall einfach woanders melden. Ja. Ist es egal, wo ich als Betroffener dann Anzeige erstatte? Also kann ich zum Beispiel in das nächste Dorf fahren oder die nächste Stadt fahren und dort Anzeige erstatten?
Ja, genau. Also ich kann bei jeder Polizeidienststelle die Anzeige erstatten und in den meisten Bundesländern tatsächlich mittlerweile auch online. Also ich kann ja auch per Online-Wache zum Beispiel Strafanzeigen stellen. Das fällt vielen Betroffenen auch ein bisschen leichter, weil sie dann eben nicht physisch zur Polizeidienststelle gehen müssen. Und es ist ein bisschen ressourcensparender, weil ich nicht jedes Mal den Weg aufrichten muss. Super. Auch Anonymous stellt sich die Frage, was tun? Und wie wir am Beispiel von Nella schon festgestellt haben, scheint eine De-Anonymisierung auch durch einen Hacker ziemlich wirksam zu sein. Anonymous schreibt, Zitat, wer Nazis, Schwurblern, Reichsbürgern, Klimaleugnern, TERFs, Trollen, Putin-Verstehern eine Plattform, einen Arbeitsplatz, einen Server, Schutzraum, rechtliche oder finanzielle Unterstützung oder nur einen freundlichen Schulterschlag bietet. Ob Richter, Staatsanwalt, Politiker, Journalist, Beamter, normaler Bürger oder Unternehmer, der ist legitimes Ziel von Obkalte Wut. Physische Gewalt bleibt ein Tabu, aber Ruf, Job, persönlichste Daten in Datenbanken, auf Geräten und Dateisystemen, Konto, Firma können weg. Und weg meint nicht veröffentlicht, sondern weg, ruiniert, gelöscht. Zitat Ende. Wir sehen aber hier, dass es Anonymous wirklich um die Ruinierung der Menschen geht. Sie schreiben zuvor, dass sie es ja sanft probiert haben, jedoch nichts passiert ist. Und man muss durchaus sagen, dass viele Datenleaks erfolgt sind. Es wurden unfassbar viele Daten veröffentlicht, die zu Anzeigen, Verhaftung und Verurteilung führen könnten, geführt haben oder führen sollten. Dennoch muss man sagen, es gibt einen entscheidenden Haken. Anonymous ist nicht die Polizei. Wenn Ermittlungen durchgeführt werden, laufen die nach einem gewissen Standard. Und nein, ein Staatstrojaner kann ja hier gar nicht eingesetzt werden. Man kennt ja nicht immer die Telefonnummer von Tätern. Zumindest meist nicht. Zur Registrierung ist zwar meist eine Telefonnummer nötig, aber das zu umgehen ist sehr einfach. In manchen Ländern kann man sich beispielsweise problemlos eine anonyme Telefonnummer besorgen. Die Polizei hat aber bei gewissen Verbrechen die Möglichkeit, zum Beispiel E-Mails mit Richterbeschluss einzufordern oder IP-Adressen bei Providern abzufragen. Anonymous kann das natürlich nicht. Sie können sich Informationen nur durch OSINT oder Hacking beschaffen. OSINT ist dabei die deutlich bessere Methode, kann aber ebenfalls von der Polizei durchgeführt werden. OSINT steht für Open Source Intelligence und meint im Endeffekt so viel: Informationen finden, die ohnehin öffentlich sind. Platt gesagt, man sucht im Internet, ob Täter vielleicht Konten verlinkt haben, wie Facebook, ob dort Klarnamen irgendwo hinterlegt sind, ob irgendwo Informationen oder Daten hinterlegt sind. Schafft man das, lässt sich das auch problemlos reproduzieren. Nimmt man dann diese Informationen, kann man sogar unter Umständen eine Anzeige erwirken. Die Polizei kann es ja selbst nachprüfen. Sollte der Täter die Informationen übrigens löschen, bringt das wenig. Die Server speichern sie noch länger. Hacking hingegen ist kritisch, weswegen ich auch ein Gegner von staatlichem Hacking inklusive Staatstrojaner bin. Wenn ein Mitglied von Anonymous oder natürlich auch die Polizei es nun schafft, ein Smartphone eines vermeintlichen Täters zu hacken, hat man darauf immer deutlich mehr Rechte als nur zu lesen. Man kann also auch Dateien schreiben oder manipulieren und das macht mögliche Beweise schwieriger als solche zu werten, auch vor Gericht. Es könnte ja sein, dass der Hacker die Beweise überhaupt erst hinterlegt hat. Dazu kommt noch ganz massiv, dass fürs staatliche Hacking Sicherheitslücken, die eigentlich repariert werden müssten, zurückgehalten werden, sodass der Staat sie ausnutzen kann, um Hacking zu betreiben. Ein gefährliches Spiel, denn auch bösartige Hackergruppen oder Kriminelle im Netz und auch Nachrichtendienste könnten sie heimlich ausnutzen. Das aber nur am Rande. Anonymous kann also nur sehr vorsichtig hacken und sehr bedingt gerichtlich etwas erreichen. Sie scheinen also eher auf eine gesellschaftliche Ächtung aus zu sein. Wird ein Unternehmer als Querdenker enttarnt, ein Arzt als Impfgegner oder ein Erdkundelehrer als Klimaleugner, kann das zu Kündigung, Meidung und demnach Wegfallen der Lebensgrundlage führen. Dass dies das Ziel von Anonymous sein soll, zeigt aber Folgendes. Anonymous übernimmt hier Aufgaben, die eigentlich die der Polizei sind. Sie übernehmen sie anders und verfolgen andere Ziele, aber eigentlich wäre es die Aufgabe der Polizei, Drohungen, Hatern, Trollen und Hatebots im Netz ein Ende zu setzen. So hört es sich dann doch sehr nach Selbstjustiz an, die übrigens auch hart bestraft werden kann.
Übrigens auch das Aufrufen dazu. Ja, die Aussage hier, die könnte den Straftatbestand der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten nach § 111 Strafgesetzbuch erfüllen. Mögliche Straftatbestände, zu denen hier aufgerufen worden sein könnte, sind die Datenveränderung, die Computersabotage und das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Verbreitung davon. Also verschiedene Straftaten, und zu denen hat man aufgerufen. Und je nach Tatablauf können auch noch ganz spezielle Tatbestände erfüllt sein, zu denen jeweils aufgerufen worden ist. Und das selbst ist wieder eine Straftat. Welche Strafen drohen für das Veröffentlichen von persönlichsten Daten, wie Sie schreiben? Ja, das Doxing, das kann insbesondere unter 2 Straftatbestände gefasst werden. Nach § 42 Bundesdatenschutzgesetz kann das Veröffentlichen nicht öffentlicher personenbezogener Daten mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden, beziehungsweise 3 Jahre, wenn man das gewerblich macht. Es braucht dafür zwar die Absicht, einen anderen zu schädigen, die wird aber in den meisten Fällen vorliegen. Also die wollen ja gerade einen Schaden anrichten. Es gibt außerdem den neuen Straftatbestand des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten. Das ist der 126a Strafgesetzbuch. Wenn solche personenbezogenen Daten mit der Bestimmung verbreitet werden, die Personen der Gefahr einer rechtswidrigen Tat auszusetzen, ist das strafbar und kann mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft werden. Ob auch der Straftatbestand hier erfüllt ist, hängt also auch von den konkreten Umständen der Veröffentlichung wieder ab. Das Versenden von Phishing-Mails reicht schon aus, um eine Straftat zu begehen, da beispielsweise das Briefpapier eines Unternehmens geschützt wäre. Und die tatsächliche Erlangung entsprechender personenbezogener Daten, die wird häufig unter das Ausspähen und Abfangen von Daten fallen. Und der Hacker-Paragraph, das ist Paragraph 202c Strafgesetzbuch, der stellt bereits die Vorbereitung einer solchen Tat unter Strafe, wenn dafür Tools angeschafft werden oder Zugänge erschlichen werden. Und wegen des Doxings macht man sich jedoch erst dann strafbar, wenn man unmittelbar dazu ansetzt, die dadurch erlangten Daten ins Netz zu stellen, also beispielsweise hochzuladen oder ja, schon die Webseite dafür einrichtet. Leider sehen wir, dass die Politik sich mit ihren geplanten Gesetzen nicht zu helfen weiß und dass die Polizei entweder nicht die Kapazitäten oder nicht die digitalen Kompetenzen hat. Es gibt tatsächlich viele Gesetze in diese Richtung. Es sei hier mal an der Stelle das NetzDG erwähnt, das aber doch recht selten angewandt wird. Schon in der Recherche vom Team von Jan Böhmermann wurde eindrücklich gezeigt, dass viele Polizeistellen Anzeigen zu diesem Thema nicht ernst nehmen oder gar nicht erst zulassen wollen. Das Video ist natürlich auch in den Quellen übrigens verlinkt, schaut es euch gerne an. Gegen beides, Kapazitätsmangel und Kompetenzmangel, könnte man aber etwas unternehmen. Immer mehr Verbrechen finden im digitalen Raum statt. Statt nun alle unsicherer zu machen, wie es mit Verboten von Verschlüsselung oder Chatkontrolle und Co. versucht wird und wurde, wäre es möglich, mit klassischer Polizeiarbeit Täter einfach zu ermitteln. Die Polizei hat durchaus kompetente Leute. Genau, das ist natürlich eben ein Knackpunkt. Wie kann man erreichen, dass die Menschen ernst genommen werden von den Strafverfolgungsbehörden? Und wir haben es jetzt wieder erlebt, dass die Polizei gesagt hat, ja, wir haben uns das angeschaut, wir können nicht mehr machen oder wir sind hier nicht zuständig. Ich glaube, das ist hier sehr wichtig, dass eben dedizierte Stellen bei der Polizei oder der Strafverfolgung eingerichtet werden, die eben die Fälle ernst nehmen. Ich glaube auch, dass es viele Menschen in der Polizei gibt, die in der Bundespolizei oder eben auch in den Landesbehörden, die diese Art von Straftaten und Hetze ernst nehmen und auch was dagegen tun. Sie müssen nur eingeschaltet werden, die Fälle müssen an sie herangetragen werden, die dürfen nicht im System quasi untergehen. Und natürlich brauchen sie auch die entsprechenden Kapazitäten. Wenn ich mich umhöre bei befreundeten Forensikern beispielsweise, sei es in der Steuerfahndung, sei es im Bereich von Strafverfolgung nach 184 b und weitere, da hat sich vieles getan. Früher war das Problem, dass die Ressourcen, die nicht zur Verfügung standen, auf sowas Banalem beruhten wie große Festplatten, die man nun mal braucht, um Computer zu spiegeln für nachher eine rechtssichere Dokumentation. Das ist seit einigen Jahren gelöst worden, also tatsächlich ist ein deutlich geringeres Problem mittlerweile bei der verfügbaren Hardware. Man glaubt es kaum, ja, da sammelten sich die Computer, weil man einfach die Festplatten nicht spiegeln konnten. Heute ist das Problem tatsächlich in der Mannstärke. Es gibt viele, die gut ausgebildet sind, aber es reicht halt einfach nicht. Es braucht viel mehr Personal im Rahmen der Strafverfolgung und Polizei, die hier unterstützen, die sich um die ganzen Fälle kümmern, die hinterherkommen, das Ganze abzuarbeiten. Und genauso natürlich auch im Bereich der Gerichte, dass es halt eben Gerichte gibt, dass es Richter gibt, die hier gekonnt und gezielt damit umgehen, um beispielsweise
Durchsuchungsbeschlüsse zu fassen oder halt eben tatsächlich schnell auch Urteile zu fällen. Wo liegen die Probleme beim Ermitteln von Tätern? Gibt es Probleme beim Erstatten von Anzeigen? Wieso lässt sich manchmal nichts machen? Ja, die Probleme beim Ermitteln von Tätern, die sind ganz unterschiedlich. Die Anzeigeaufnahme, die ist ja nur der Beginn, aber natürlich auch nicht zu vernachlässigen, denn viele Betroffene, die gehen erst gar nicht zur Polizei. Und selbst dann, wenn sie dahin gehen, ist es teilweise schwer für die Ermittler, schnell genug die wahre Identität der anonymen Hater zu ermitteln. Es besteht aber weiterhin keine automatische Meldepflicht der sozialen Netzwerke. Und deswegen müssen Ermittler über ein sogenanntes förmliches Rechtshilfeersuchen über die USA agieren, um von den Netzwerken die Daten wie beispielsweise die IP-Adresse oder den Klarnamen der Hater zu erhalten. Und selbst wenn die Netzwerke reagieren, ist es meistens zu spät, zumindest wenn bei der Anmeldung keine Klarnamen hinterlegt worden sind. Denn eine Abfrage beim Provider zur IP-Adresse, die bringt nach mehreren Monaten in der Regel nichts mehr. Und ein weiteres Problem ist sowieso die lange Verfahrensdauer, die ist wiederum der Personalknappheit bei den Behörden geschuldet. Letztlich muss man sagen, die schiere Masse an Hasskommentaren, die zwingt die Kapazitäten der Ermittler gerade ordentlich in die Knie. Wir kennen den Fall, dass kinderpornografisches Material im Internet gefunden wurde und es Ewigkeiten dauerte, bis es entfernt wurde. Das ist ein Drama, das darf einfach nicht sein, das muss sich ändern. Wenn man tatsächlich so weit ist, hier Banden und Gruppen ausgehoben zu haben, dann muss das Zeug natürlich vom Netz. Aber die meisten, die tatsächlich sich in diesem Bereich beschäftigen bei den Strafverfolgungsbehörden, die machen das mit viel Idealismus und viel Herzblut. Denn es ist ein Job, der sehr an die Nerven geht. Es ist ein Job, den man auch häufig nicht lange machen kann. Also ich kenne keinen, der das länger als 10 Jahre gemacht hat, weil es sehr an die Nieren geht auch. Aber umso wichtiger ist es, immer wieder neue Menschen zu haben, die sich darum kümmern. Und diejenigen, die das machen, die ich kenne, die sind sehr mit Leidenschaft dabei, wirklich ungelogen, und die machen da einen guten Job. Aber es sind halt leider zu wenige. Das muss sich ändern. Hier müssen wir wirklich alles tun, um den Job attraktiver zu machen und mehr Leute da reinzufinden. Ganz, ganz wichtig. Man könnte digitale Kapazitäten außerdem weiter aufstocken und so Drohungen und psychische Gewalt reduzieren. Dann hätte man aber weniger Offline-Kapazität und die wird aktuell noch gebraucht. Ein Trick dagegen wäre zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis. Die könnte helfen. Denn im Jahr 2019 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 225.120 Strafverfahren wegen Cannabis eröffnet. Knapp 83 davon, also über 186.000 Strafverfahren, richteten sich gegen einfache Konsumenten. Das schafft Kapazitäten, wenn man das nicht mehr ermitteln muss. Dazu noch Fortbildung und es wird. Klar, US-Int-Recherchen werden nicht immer zu einem Ergebnis führen und das führt mich zum nächsten Punkt, den ich auch schon zigmal angesprochen habe. Das Internet hört nicht an der Ländergrenze auf. Es existiert kein anderes Internet in Hessen wie in Bayern und es existiert kein anderes Internet in Frankreich wie in Deutschland. Demnach muss hier aber auch eine internationale oder europäische Kooperation wie Europol oder Interpol her. Sonst hat der Wohnsitz, wie im Fall von Frau Dr. Kellermeier, Auswirkungen, die er gar nicht haben sollte. Solche Kooperationen müssen normal sein, sonst wird das ganze Konzept nicht aufgehen. Ja, man müsste unsere Polizei digitalisieren. Auch rechtlich passiert übrigens gerade extrem viel. Naja, vor einigen Jahren, da wurden Gesetze gegen Hasskriminalität geschaffen. Insbesondere wurde auch das Strafrecht verschärft, sodass jetzt etwa für öffentliche Beleidigungen mehr Strafe droht und auch die Drohung mit einer Vergewaltigung schon strafbar ist. Außerdem wurde auch noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz für besonders schwere Delikte wie Mord oder Vergewaltigungsdrohungen oder Volksverhetzungen in Kraft gesetzt und es gibt eine Meldepflicht der sozialen Netzwerke an die Staatsanwaltschaften. Diese verstößt jedoch laut einer Gerichtsentscheidung gegen Europarecht und darf aktuell deswegen nicht angewandt werden. Also ist alles nicht ganz einfach rund um die Hasskriminalität. Das Bundeskriminalamt, das hat eigentlich wegen der jetzt nicht angewandten Meldepflicht eine ganz zentrale Meldestelle schon für Hasskriminalität aufgebaut und die Bundesländer hatten auch schon eigene Stellen, wie die zentrale Ansprechstelle für Cybercrime, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, ZAK heißt die, oder in Niedersachsen gibt es eine neue Software, die eine bessere Anzeigenaufnahme bei Delikten im Internet ermöglichen soll. Ja, und darüber hinaus zielen die Bemühungen auch noch des Gesetzgebers darauf ab, mit dem sogenannten Digital Services Act Hass schnell aus dem Netz zu entfernen. Also das ist etwas, was aus
Europa kommt und das ist der EU-Gesetzgeber, der da was plant. Doch auch hier gilt recht schnell, der Polizei muss vertraut werden können und das tun bei weitem nicht mehr alle, aus Gründen. Und ja, ich verstehe es auch. Zu häufig sind IP-Adressen, Daten und Nummern angefragt worden, die es gar nicht gebraucht hätte. Deswegen ist es wichtig, einen Richterbeschluss zu fordern und nicht einfach die breite Masse zu überwachen, weil es einfacher erscheint. Zeige ich eine Hassmail an, möchte ich nicht, dass der Täter schon jetzt überwacht wird. Ich möchte, dass meine Anzeige dann nachgegangen wird und konkret zu einer Verhaftung und Verurteilung führt. Genauso, als hätte derjenige auf offener Straße mir gedroht, um mich zu verbrennen zum Beispiel. So schützt man sich vor Willkür und Überregulierung. Und man lässt nicht ein gesichtsloses Kollektiv die eigene Arbeit machen. Der Grat ist ein extrem schmaler, aber auf diesem muss man wandern, um kein Überwachungsstaat zu werden und sich auf der anderen Seite auch nicht dem Chaos hinzugeben. Doch für am allerwichtigsten halte ich meinen letzten Punkt, eine aufgeklärte Digitalgesellschaft. Ich bin müde, immer wieder zu erwähnen, dass der Klimawandel real ist. Ich bin genauso müde, mich zu rechtfertigen, dass mein T-Shirt, das ich trage, kein Nazi-Symbol ist, sondern ein Wegwesier, den ich in einem Souvenirladen in Island erstanden habe, weil ich nordische Kultur unglaublich faszinierend finde. Und ich bin es leid, mich zu rechtfertigen, dass mein Bart weder ein Taliban-Bart noch ein Türkenbart, sondern einfach vollkommen normal in einer Informatiker-Metal-Blase ist. Wenn ihr wüsstet, was ich wegen dem schon alles hören musste. Vorurteile, uninformierte Kommentare, Feindlichkeit gegenüber andersartigen oder anders aussehenden Personengruppen, nur weil man in seiner eigenen Bubble nicht damit konfrontiert wird. Falschnachrichten mehr Glauben zu schenken als der durch Forschung bestätigten Realität. Das sind, genauso wie Phishing nicht erkennen zu können, Zeichen von digitaler Inkompetenz. Ich nehme es meiner Oma nicht übel, dass sie nicht weiß, dass Metalheads, die zusätzlich noch nordische Kultur lieben, häufig Bart tragen. Aber ich nehme es jedem von euch übel, Menschen, die einfach anders sind, nicht als solche zu tolerieren. Denn ihr habt die Möglichkeit, euch gründlich zu informieren, bevor ihr eure Meinung in irgendwelche Kommentare oder auf Twitter haut. Das Internet bietet uns allen unfassbar viele Informationen, die jedem jederzeit offen stehen. Es steht mir vollkommen frei, eine Studie zum Klimawandel zu lesen. Es steht mir genauso frei, die Dokumentation von Nessus zu lesen oder mir ein Video von Amon Amarth auf YouTube anzusehen. Ich kann alles drei tatsächlich empfehlen. Macht euch frei von eurer Bubble, nutzt zum Beispiel Methoden ohne Empfehlungsalgorithmus und betreibt aktive Recherche, nutzt andere Suchmaschinen, einen anderen Browser, fragt eure Freunde nach witzigen, spannenden, tollen, inspirierenden oder informativen Inhalten, schickt ihnen die ihr so fandet und tauscht euch aktiv mit Freunden aus. Und dann habt ein gutes Gespräch miteinander, redet darüber. Und wenn ihr da nicht so bereichert werdet, sucht euch nicht eine, sondern wirklich gleich mehrere Communities im Internet und unterhaltet euch auch dort. Ich habe mich schon im Stream mit einem Mitglied meiner Community unterhalten, da wurde mir ganz anders. Er ist während Corona aus dem Irak geflohen und lebt nun in Kanada. Und solche Gespräche erweitern wirklich eure Denkweise. Traut euch, macht das am besten gleich jetzt. Markiert in den Kommentaren 3 YouTuber, die ihr gerade mega hypt. Sollte es blockiert werden, ich versuche die Kommentare aktiv zu entblocken, dann schaut am besten morgen nochmal rein. Aber auch hier muss ich nochmal die Politik in die Pflicht nehmen. Digitale Ausbildung ist so unfassbar wichtig geworden. In den letzten IT-Trends von letztem Freitag haben wir gehört, dass 50% aller Deutschen zwischen 16 und 74 keine digitalen Grundkenntnisse haben. Da sind meine Großeltern nicht mal mehr drin und auch keine jungen Schüler und trotzdem sind Kinder schon häufig mit 8 Jahren im Netz unterwegs. 50%! Und wir wundern uns, dass Phishing und Falschinformationen Erfolg haben? Das nur in den Schulunterricht integrieren zu wollen, ist viel zu leicht gedacht. Es reicht einfach nicht. Es gibt genügend Menschen, die schon mit der Schule fertig sind und trotzdem noch nie von digital gehört haben. Ich sag nur, Internet ist Neuland. Und wer sagt eigentlich, dass Lernen nach der Schule aufhören sollte? Ich baue hier auf YouTube an einem Haufen Bildungsmaterialien, aber anstatt mich zu unterstützen, legen mir die Ämter sogar noch Steine in den Weg. Auch das muss sich ändern, finde ich. Und ich glaube und hoffe, dass das nun auch allen klar sein sollte. Dass erneut ein Mensch deswegen sterben musste, ist einfach furchtbar. Aber das muss jetzt reichen und ein Ende haben. Gerade in Krisen steigt die Informationsflut und dies kann zu Ängsten, ob rational oder irrational, führen,
die einen verleiten, seine Wut, Angst bzw. auch Verzweiflung bei anderen abzuladen. Fallt nicht auf die herein, die auch einfache Lösungen für extrem komplizierte Probleme bieten oder zumindest hinterfragt und besprecht die. Und nun los! Ich glaube, auch ihr kennt jemanden, der genau jetzt eure Hilfe, ein offenes Ohr oder anderweitig eure Unterstützung braucht. Nehmt Ängste, zerstreut Sorgen und helft, wo ihr auch immer helfen könnt. Ihr seid immer noch da? Schusch, bis bald. Ciao. Also wenn jemand von euch, also den Zuschauern, Bock darauf hat, Lust auf sowas hat, hier aktiv zu werden, sei es im Bereich der Juristerei oder halt eben gerade im Bereich der IT, das ist wirklich mit Sicherheit ein Job, der gesucht ist, den man mit Leidenschaft und auch Idealismus macht.